Hä? Hallo? Was ist das denn jetzt? Ethan. Or should I say Lord Ethan? Hello, Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy thing to do, showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow, at first light. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Das meinte ich halt, ne? Der eine ist zwar vielleicht der logischere, aber der andere ist vielleicht auch die bessere Mother Wahl. told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. Who should I name as my sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart, and everyone trusts his judgment. Sir Royland is unpredictable and likely to make matters worse. You've always given me good advice. Thank you. Toll, die spricht für Duncan und der andere hat für Sir Roland gesprochen. Super. Da bin ich ja genauso schlau wie vorher. Das ist ja toll. Und irgendwas wollte ich doch gerade noch... Irgendwas haben wir doch gerade erfahren, was ich gerade noch sagen wollte. Habe ich jetzt aber irgendwie vergessen. Kann ich hier noch mit irgendjemandem quatschen? Ich könnte noch in diesen Turm gehen. Und ich kann natürlich noch mit dem Sir Roland sprechen. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, oh, you know, don't you? I'm honored. No. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. No, he's not our enemy. But he did a bad thing. Then I wish you'd hurt him. People who do bad things need to be punished. Someone did something bad to Father and Roderick. Someone should hurt them even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood.
I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Die sind nicht alle so erfüllt. Genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Asher. Ich habe doch gesagt, Asher kommt nochmal irgendwie zurück. Ich wusste das. Ich weiß nicht, ob wir den Onkel jetzt aufhalten können. Ich glaube, das ist der Bruder unserer Mutter. Ob wir den irgendwie aufhalten können, den Bruder zu holen, nach Essos zu fahren und den Asher zu holen. Aber vielleicht nicht. So, was hier Meister Ortegan sprechen. Hä, Turm? Wow, eintreten. Warte mal. Ich spreche jetzt erstmal noch mit dem Wie heißt der nochmal? Sir Royland. Sprechen. Sword up! Swing left! Sorry! Wrong! I didn't know Sir dogs Royland, could hold swords. A word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. Ich wollte dann noch mit dem quatschen. Yes, my lord. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins, or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority, and made you look weak to the Whitehills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. Seeing you make good choices as a young lord. I haven't made my decision yet, but I appreciate your opinion. So, when will you declare your decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Sir Roland wird sich daran erinnern, an was denn, dass ich gesagt habe, dass ich noch nicht meine Entscheidung getroffen habe. Also irgendwie manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ich kann denen jetzt auch direkt die Armschussplatte geben, aber warum sollte ich das tun? Ich kann ja noch abwarten. Ich weiß auch noch gar nicht, wem ich die geben soll, aber ich habe... Klar, man soll wahrscheinlich den hier nehmen, aber irgendwie... Guck mal, der andere, der nimmt mich auch richtig ernst. Der nennt mich Lord und respektiert mich. Und der hier hält mich irgendwie noch für so ein kleines Kind, was keine Entscheidungen treffen kann. Nennt mich auch nicht Lord und untergräbt meine Autorität, indem er einfach den Garrett zur Mauer geschickt hat. Und so weiter. Und wahrscheinlich nehmen die meisten den, aber ich würde vielleicht sogar fast mal den anderen ausprobieren. Was ist denn in diesem Turm? Ich will jetzt noch wissen, was in dem Turm ist. Wahrscheinlich wird dort der kleine Rat stattfinden oder so. Ich gehe mal da gucken, was es da oben gibt. Achso, ist einfach nur so ein Wachturm. Doof. Rechtsklick, um zurückzugehen. Ich dachte, ich kann hier ein bisschen die Aussicht genießen. Das war ja jetzt nicht so viel. Gerne nochmal mit dem Typen hier quatschen. Müssen wir, glaube ich, sowieso. Maester? Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? Nein, ich weiß es immer noch nicht. Was meint ihr noch nicht? Ja, das bin ich. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ja, das bin ich, dann wird hoffentlich endlich der Council hier ernannt. Yes, Maester. Der kleine Very well. Rat.
I will convene the small council at once. Genau. Da kann ich mich ja immer noch entscheiden. Hoffe ich. Vielleicht passiert das ja jetzt auch nicht jetzt, sondern wir schwenken nochmal zu einer anderen Story über. Ich weiß es nicht genau. Ah, ne. Ich wollte noch mit der Mutter quatschen. Ich wollte noch mit der Mutter reden über meinen Onkel und über Asher und so weiter und die Reise nach Essos. Ich hoffe, da kriegen wir noch die Gelegenheit You zu. may sit. I believe Sit Lord down. Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Ach so, hab ich das? Scheiße. Wie die sich angucken. Ist richtig. Die sehen sich irgendwie so. Scheiße, wie nehme ich denn jetzt? Ich weiß, wenn ich den nehme, ist der stinkig und sauer. Dann wird der so richtig. Und wenn ich aber den nehme, dann ist der wahrscheinlich eher enttäuscht. Also er wird jetzt nicht übelst wütend sein, sondern nicht, dass er mich dann hintergeht oder so. Ich meine, was ist denn sonst? Guck mal, der hat ja wenigstens noch eine Aufgabe. Der ist hier der Kriegsherr und so weiter. Was hat der eigentlich sonst für eine Aufgabe? Außer, dass er das schon jahrelang... Der wäre wahrscheinlich die bessere Wahl, weil der hat das ja auch jahrelang für unseren Vater getan. Ich hätte vielleicht erstmal lesen müssen, dieser sehr... Komme ich hier nochmal ins Menü? Diesen Codex-Seiten. Krieger... Duncan Tuttle, Talent, Verwaltung des Hofes seiner Familie. Habe ich das eigentlich schon gelesen gehabt? Sir Roland de Gore, Eisenrat des, genau, Waffenmeister, der Waffenmeister. Roland de Gore schloss sich Lord Forresters Armee an, nachdem seine Familie während Bala und Grauforts Rebellion von Eisenmännern ausgelöscht wurde. De Gore hatte ein angeborenes Talent für militärische Taktiken und Strategien und spielte eine entscheidende Rolle in der Belagerung von Pike, die den Krieg beendete. In den folgenden Monaten belohnt König Robert Royland mit dem Ritterstand und Lord Forrester bat ihn, ihm als Waffenmeister an Eisenrat zu dienen. Sir Royland hat die Position immer noch inne und ist für seine militärischen Kompetenz und sein legendäres Temperament bekannt. Sag ich ja, legendäres Temperament. Ich weiß nicht. Ist echt schwierig. Das ist ja jetzt echt eine schwerwiegende Entscheidung. Ich meine, wenn ich jetzt den nehme, dann wird vielleicht alles ganz anders kommen. Wenn ich jetzt den annenne, dann hat er hoffentlich noch genug Energie, um zu kämpfen. Huch. Was ist das denn jetzt? Oh, ich habe keine Ahnung. Also, mein Kopf sagt mir Duncan, mein Bauch sagt mir Sir Royland. Ich weiß nicht. Das hier wäre jetzt halt die normale Entscheidung, sage ich mal. Die langweilige Entscheidung. Ich will einfach mal sehen, was passiert, wenn man den wählt. Ich nehme den jetzt Sir einfach. Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Now, sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen.
He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Lord Ethan should hear from all of us. Enough! Would my father have stood for this kind of bickering? Neither will I. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Oh, zum Glück keine schnelle Entscheidung. Diese schnellen Entscheidungen, das ist mir einfach zu viel. Ich weiß aber nie, was ich nehmen soll. Und dann nehme ich das Falsche und klick falsch. Und es ist schrecklich. Ich mag lieber sowas hier, wo ich ein bisschen nachdenken kann. Ich wusste, dass der jetzt stinkig ist. Aber ich meine, wer weiß, wie Sir Roland abgegangen wäre. Und ich meine, der Typ gibt mir ja trotzdem seine Ratschläge. Wir werden es mit Diplomatie versuchen. Also es geht jetzt ums Ramsay Snow. Werden wir ihn bekämpfen? Werden wir verhandeln? Werden wir es in Diplomatie... Werden wir verhandeln? Werden wir es in Diplomatie versuchen? Das ist nicht das Gleiche? Wir werden kämpfen. Also ich kenne ja diesen Ramsay Snow und für Verhandeln hat er eigentlich nichts übrig. Kämpfen. Wir werden verhandeln. Was soll man denn mit dem verhandeln? Ich verstehe es nicht. Und klar, unsere Schwester hat es versucht, aber ich glaube, dem Ramsay Snow ist alles egal. Diplomatie. Ich werde einfach... My sentinel is skilled in the ways of war. Our forces may not be at full strength, but our men are willing to take on this fight. I think Ramsay Snow will see that too. They may be willing, but are they able, my lord? My lord, casting aside diplomacy means giving up our best chance to come through this safely. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. We don't have enough soldiers to strike fear in a madman like Ramsay Snow. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Lord Ethan? Habe ich nicht gerade eben gesagt, dass ich kämpfen werde? Was fragen die mich dann hier noch, ob ich den in meiner Halle empfangen will, wenn ich gegen ihn kämpfen will? Ich verstehe es irgendwie nicht. Die wollen mich echt dazu zwingen. Das Spiel drängt einen dazu, nicht zu kämpfen. Ich werde Ramsay vor den Toren warten lassen. Ich werde Ramsay in der großen Halle empfangen. Ich wette, wenn ich jetzt einlenke und den in der Halle empfange, ich wette, das werde ich später bereuen. Da wird irgendwas Schlimmes passieren. Ich weiß das jetzt schon. Ich werde Ramsay vor den Toren warten lassen. Tja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt das, aber ich wette, ich werde später bereuen, dass ich ihn hier in meiner Halle empfangen habe. I will meet him in the Great Hall. It's careless. Can't you see Tuttle is steering you wrong? I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. Forgive me, my lord, but you are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Sit down at once. Ein Rabe fliegt von
Krähe hoch auf der Mauer sie war. Der Löwe seine Pranke gebracht. Der eiserne Thron hart umkämpft vor der Tor, von jedem begehrt, doch die Krone wiegt schwer. Die Wölfen um ihre Jungen sie bat. Reist voller Mutes gen Ost. Der Bruder tief im Norden erwächst. Die Schwester um ihr Leben sie kämpft. Der eiserne Thron hart umkämpft vor der Tod. Der Krieg ewig währt, von jedem begehrt, doch die Krone wiegt schwer, ein